Boos hier, BB2K Airsoft Channel. Ja, heute geht es um diese beiden Tracer aus dem Hause Ace-Tech, den Quadra und den Quadra S. Das Besondere an diesen Tracern, das ist die Bauform. Denn das Ganze ähnelt hier nicht mehr einem Schalldämpfer, sondern eher mehr einem Kompensator. Etwas ganz Kleines und Kompaktes, dennoch mit Tracer und Muzzle Flash Generator. Man kann sagen, wir haben hier keinen Compensator, sondern einen Compentracer. Ich denke mal, wir starten jetzt mit dem Intro und danach schauen wir weiter. Intros durch, da bin ich wieder. Ja, heute, wie gesagt, im Review der Ace-Tech Quadra und Quadra S. Das Ganze zur Verfügung gestellt von der Firma Ace-Tech. Dafür schon mal herzlichen Dank, dass ich die beiden Tracer hier bekommen habe, damit ich sie euch zeigen kann. Ja, was ist erstmal der Unterschied zwischen Quadra und Quadra S? Der Quadra hat hier am Tracer diese drei LEDs, da aber nur mit orangenem Licht. Wenn ihr den S Quadra kauft, der hat RGB-Farbe, das heißt, wie beim Bifrost könnt ihr unendlich viele Farben einstellen, Rainbow-Modus, Dynamik-Modus und ihr wisst, ihr kennt es ja, wenn nicht, schaut mal oben das Review zum Bifrost, was ich gemacht habe, da wird euch das auch nochmal erzählt, aber keine Sorge, auch hier im Review gehen wir auch alle Modis einzeln durch. Die beiden Tracer sind jetzt auch ganz frisch bei Amazon hier in Deutschland gelistet. Könnt ihr also, wenn ihr nachher Bock drauf habt, sie hier erwerben, braucht euch nicht drum kümmern um Zoll und Versand. Das Ganze geht hier ganz direkt easy peasy über Amazon. Der Quadra kostet dabei 82 € und der Quadra S dann 94 € und von da könnt ihr euch schon überlegen, brauche ich unbedingt RGB-Farbe oder reicht mir das orangene Licht? Dann könnt ihr hier auch nochmal sparen. So, ich würde sagen, fangen wir an, aber zunächst erstmal mit dem Lieferumfang. Schauen wir uns den Lieferumfang von dem Ace-Tech Quadra an. Der ist bei dem S- und dem Quadra-Modell identisch. Da habt ihr zum einen erstmal den Tracer an sich, dann ein Adapter von 14 mm Außengewinde auf 11 mm Innengewinde, eine M3 Madenschraube, ein Sechskantschlüssel und eine Anleitung in Englisch und Chinesisch. Kommen wir zu den technischen Daten und der Verarbeitungsqualität. Die Daten blende ich euch hier ein. Zum einen erstmal von dem verwendeten Material. Der Quadra ist hier aus CNC gefrästen Aluminium gefertigt, macht einen absolut soliden Eindruck, ist aber dennoch ziemlich leicht mit 50 Gramm und wie gesagt, wie eine Art Kompensator aufgebaut. Wir haben hier oben leider keine Öffnung, wie wir das von einem Kompensator kennen. Also kann man eher sagen, das ist wie so eine Art Laufgewicht, aber halt vom Design her absolut stimmig gefertigt und kann dank hier dem 14 mm Negativgewinde an eigentlich fast jede Airsoft montiert werden. Und das Schöne, es ist ja im Lieferumfang hier auch noch ein 14 mm Adapter auf 11 mm dabei. Wenn ich das jetzt hier mal anschraube, ja, könnt ihr das auch an Läufe montieren, die einen 11 mm Innengewinde haben. Auf der Rückseite haben wir hier eine Abdeckkappe. Da verbirgt sich der Anschluss für das USB-C Ladeteil. So. Das Kabel ist diesmal nicht im Lieferumfang bei Ace-Tech mit dabei. Das hat sich die Firma gespart. Denke ich, macht auch absolut Sinn, denn jeder sollte eigentlich zu Hause schon unendlich viele USB-C-Kabel haben. Ja, schauen wir uns mal den Quadra bzw. Quadra S etwas näher an, was die Funktion angeht. Hier auf der linken Seite der rote Knopf, damit könnt ihr den Quadra an- und ausschalten bzw. die Tracer-Option aktivieren oder deaktivieren. Und hier mit dem silbernen Knopf könnt ihr beim Quadra die Flash-Funktion an- oder ausschalten und hier beim Quadra S könnt ihr euch hier auch noch durch die einzelnen Farbmodis wählen. Wir schalten mal den Quadra an, dazu ein kurzer Druck auf den roten Knopf, dann drehen wir ihn mal auf den Rücken und dann sehen wir hier eine Kontrollleuchte, die zappelt hier ganz wild im Grün. Das heißt, der Tracer ist jetzt, beziehungsweise der Quadra ist jetzt an, aber es ist weder eine Tracer-Funktion aktiv noch eine Flash-Funktion. Das ist hier für euch nochmal ein Hinweis, dass ihr seht, Quadra ist an.
Aber ihr müsst jetzt irgendwas machen. Ja, und das machen wir mal. Wir schalten jetzt mal die Tracer-Funktion an. Dazu einfach etwas länger den roten Knopf drücken. Das wird dann auch gleich bestätigt mit einem Tracer-Licht. Zack, zack. Seht ihr? Und jetzt habt ihr die Tracer-Funktion. Ich drehe nochmal auf den Rücken und jetzt seht ihr, blinkt das schon ein bisschen ruhiger. Kommen wir noch zu den Farben. Wenn das hier grün blinkt, dann habt ihr noch einen relativ frischen Akku. Leuchtet das Ganze orange, habt ihr schon ja so einen mittelprächtigen Akkustand. Wenn es rot leuchtet, müsst ihr euch langsam Gedanken machen, mal den Tracer aufzuladen. So, ich werfe jetzt mal eine Tracer BB durch. Ihr seht, auch wenn es hier gut beleuchtet ist, mein Wohnzimmer, sieht man, wie schön hier die Tracer angestrahlt wird. Ihr könnt grüne als auch rote Tracer nehmen, aber ich sage euch gleich, die grünen leuchten definitiv besser und auch länger, als wenn ihr die roten nimmt. Ihr könnt natürlich auch mit normalen weißen BBs hier durchschießen, macht bei der Tracer-Funktion natürlich überhaupt nichts. Ist dann eher interessanter, wenn wir uns mit den Flash-Modis beschäftigen. Und das machen wir jetzt als nächstes. Ja, schalten wir mal den ersten Modi ein. Das müsste eigentlich rot sein. Ja. Die nächste Farbe, die dann kommt, ist orange. Dann gelb. Dann grün. Und blau. Pink. Lila. RGB. Dann Rainbow, das blinkt dann zweimal zur Bestätigung. Dann haben wir den Dynamik-Modus, das blinkt dann dreimal. Dann Demo-Modus ist viermal. Demo-Modus ist, da werden ja alle Farben einmal durchgeschossen. Über alle 5 Schuss wechselt hier die Farbe. Und dann hier beim 5. Klick geht hier die Flash-Funktion wieder aus. Ja, und so könnt ihr halt euch den Tracer so einstellen, wie es für euch am besten ist. Ich habe den Quadra mal als Beispiel hier an die EMG Steteco montiert. Von der Farbgebung her passt das richtig, richtig gut und auch vom Design her, finde ich, ist das sehr stimmig. Hier die Rifflung geht hier am Quadra weiter, auch hier die Linienführung. Ja, würde natürlich noch ein bisschen besser aussehen, wenn der wirklich bündig am Verschluss wäre, aber gegeben hier durch den Lauf, der ein bisschen rausragt, kriegen wir das wirklich nicht richtig bündig. Es kommt also auch darauf an, auf welche Airsoft ihr das montiert. Sollte ich irgendwelche Beispielbilder im Netz finden, blende ich euch die ein. Also je nach Modell kann es immer wieder anders aussehen. Aber ich finde hier auf der Steteco sieht das wirklich, ja, gar nicht mal so übel aus. Was meint ihr? Schreibt das mal unten in die Kommentare. Ja, und dann sind wir soweit mit dem Review durch zum Ace-Tech Quadra. Ich habe zum Schluss hier den Quadra nochmal auf eine Beretta APX montiert von KWA. Sieht auch nicht schlecht aus. Ich schieße hier noch mal ein bisschen was raus. Ja, ihr seht also, sobald hier ein 14 mm Negativgewinde dran ist oder 11 mm, könnt ihr hier den Quadra montieren. Also ich denke mal, für alle diejenigen, die mal was anderes haben wollen, also nicht immer diese Suppressor-Form, sondern mal diese Kompensatorform, für die ist auf jeden Fall definitiv der Ace-Tech Quadra eine Anschaffung wert. Preise liegen bei 82 € bzw. 94 €, 82 €, wenn es euch reicht, dass ihr hier einen orangenen Muzzle Flash habt, also einen authentischen. Oder wenn ihr gerne farbenfroh seid, legt ihr halt noch ein bisschen mehr Geld drauf und mit 94 € könnt ihr euch dann eure Wunschfarbe oder beziehungsweise Over the Rainbow alles einstellen, was ihr möchtet. Verarbeitungsqualität, muss ich ehrlich sagen, für den Preis hervorragend. CNC gefrästes Aluminium, absolut robust. Auch dieser kleine LiPo-Akku, der hier verbaut ist, reicht für 18.000 Schuss. Sehr gut. Wir haben hier eine automatische Abschaltung, dass wenn ihr den Tracer nicht benutzt, schaltet der sich automatisch ab. Einmal kurz rütteln, ist er sofort wieder aktiv. Da seid ihr auch auf der sicheren Seite, dass euch der Akku nicht leer lutscht, wenn ihr vergesst, ihn auszuschalten. Ihr habt hier unten nochmal eine Kontroll-LED, wo ihr auch nochmal schauen könnt, in welchem Stati sich hier der Quadra befindet. Also alles durchdacht von der Firma Ace-Tech. Von daher bleibt mir nichts anderes übrig, als euch zu bitten, schreibt unten mal rege in die Kommentare, was ihr hier von dem Quadra haltet. Ist das was für euch oder eher, seid ihr mehr die Fraktion klassischer Tracer, also hier Schalldämpferoption,
Oder ja, so ein kleiner Compentracer, ist das vielleicht was? Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Ja, das war es von mir gewesen. Bleibt mir nur mein traditioneller Endspruch. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, klickt mal da oben drauf. Unten gibt es ein weiteres Review von mir. Wir sehen uns beim nächsten Review wieder. Bleibt mir alle bis dahin gesund und auf jeden Fall munter.